Hallo zusammen zu einem neuen PS-Tipps-Video. Heute zum Thema Fahrerhaus-Kippsystem. Ihr kennt das bestimmt alle selber. Wenn ihr in eine Werkstatt fahrt oder wenn ihr schon mal einen Pannenfall hattet, das Fahrerhaus muss oftmals gekippt werden, auch bei Erwartung zum Beispiel. Dafür haben wir viele Produkte in unserem Sortiment. Wir fangen hier zum Beispiel mal an mit einer Kipppumpe. Die erzeugt den Druck und überträgt diesen Druck mithilfe dieser Leitungen an einmal die Fahrerhausverriegelung und den Kippzylinder. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch gleich. Anfangen würde ich gerne mit der Fahrerhaus-Kipppumpe. Die haben wir hier liegen, haben wir eben auch schon mal gesehen. Hier ist halt, der Aufbau ist immer relativ gleich. Hier ist einmal der Aufbewahrungsbehälter für die Flüssigkeit. Hier haben wir einmal einen Versteller zum Kippen und zum Senken. Hier haben wir einmal die Anschlüsse fürs Fahrzeug. Hier haben wir den Einfüllstutzen, den man dann halt rausschrauben kann. Hier ist ein Überdruckventil drin, das ist halt nicht nur ein Gummiring, dahinter ist noch ein Loch, das heißt, da ist ein Überdruckventil integriert. Und für solche Fahrzeuge oder für solche Artikel haben wir dann halt auch Repsätze, das ist zum Beispiel die Verstelleinheit, aber auch natürlich für andere Sachen, für diese Pumpe haben wir Repsätze. Hier sehen wir, dass hier ein Antrieb mit einem Sechskant ist. Ich zeige euch mal eine andere Variante, wo man halt eine Stange reinsteckt. Die ist meistens hinter dem Fahrerhaus montiert, die ist meistens vorne im Tritt montiert. Das kommt halt je nach Fahrzeugvariante drauf an. Aber es gibt auch eine etwas kostenintensivere Variante, die auch bei einigen Fahrzeugen verbaut ist. Das heißt, hier haben wir einen Elektroantrieb, der wird dann halt mit einem elektrischen Signal gesteuert. Ja, und hier seht ihr auch zum Beispiel, dass wir hier auch die Betriebseigenschaften aufgeführt haben, welche dafür verwendet werden müssen. Da unbedingt darauf achten. Mit solchen Gummimetallleitungen wird der Druck von der Kipppumpe an die anderen Komponenten übertragen. Hier seht ihr schon, hier sind T-Stücke dran, hier ist einmal ein Gewindestutzen, hier ist einmal eine Überwurfmutter. Das heißt, es kann auch mal nötig sein, einen Adapter zu verwenden, um die Teile miteinander zu verbinden. Wichtig ist, dass ihr den richtigen Adapter verwendet, um zu verhindern, dass Luft ins System gelangen kann. Hier haben wir einmal den Fahrerhaus-Kippzylinder. Hier unten ist er rahmenseitig angeschraubt, hier oben einmal fahrerhausseitig. Das bedeutet, hier ist ein Kolben drin und wird durch hydraulischen Druck halt ausgefahren, wodurch halt die obere Montagebuch nach oben gefahren wird oder halt runtergefahren, dass es wieder gesenkt wird. Hier ist eine kleine spezielle Sache. Hier haben wir einmal die sogenannte Schwimmstellung. Hier seht ihr, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber dass das Rohr hier etwas breiter ist als hier der Durchmesser. Das heißt, wenn das Fahrzeug nicht gekippt ist, dann befindet sich der Kolben ungefähr hier. Das bedeutet, er befindet sich in einem Raum, wo er keinen Gegendruck erzeugt. Das soll halt Schläge von außen verhindern und so das Fahrgefühl verbessern, sozusagen keine Schläge aus Fahrerhaus. Wir haben diese Schwimmstellung an anderen Zylindern auch noch ein bisschen anders. Hier haben wir ein Langloch, der Montagebolzen geht hier durch und im nicht gekippten Zustand läuft er halt hier und dann verhindert er auch sozusagen die Schläge. Hier habt ihr diese Verbreiterung nicht. Eine weitere Variante würde ich euch gerne noch zeigen. Das ist in diesem Fall auch wieder der Elektroantrieb. Das bedeutet, hier wird auch wieder durch ein elektrisches Signal der Zylinder angesteuert. Als nächstes würde ich euch gerne die Fahrerhausverriegelung zeigen. Die Funktion der Fahrerhausverriegelung ist eigentlich relativ simpel. Das bedeutet, hier geht ein Bolzen vom Fahrerhaus durch. Wenn kein Druck auf diesen Fahrerhausverriegelung aufliegt, dann geht das Schloss auch nicht auf. Wenn hier Druck beaufschlagt wird von der Pumpe, das geht halt auch über die Leitung, wird dieser Bolzen hier rausgefahren. In dem Moment öffnet das Schloss, das Fahrerhaus kann nach oben rausfahren und ist halt geöffnet. Wenn es wieder zurückfährt, dann rastet dieser Bolzen hier wieder ein und das Schloss schließt, auch mit Hilfe dieser Feder. In einigen Fahrzeugen oder in vielen Fahrzeugen ist es so, dass ein elektrischer Impuls erzeugt wird, sobald das Fahrerhaus gekippt ist. Das zeigt sich in der Kontrollleuchte im Fahrerhaus. Hier seht ihr sozusagen, der ist dann in der Verriegelung integriert. Es kann zum einen sein, dass natürlich ein elektrischer Fehler vorliegt. Hier haben wir 3 Pins. Es ist nicht immer ganz klar, für welche Anwendung welche Pin ist. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt, wendet euch gerne an unseren Helpdesk oder guckt in den Herstellervorgaben. Es kann aber auch sein, dass hier eine Schwergängigkeit ist, das heißt, diese Bolzen schwergängig sind. Dann kann man es vielleicht mit Schmiermittel wieder instand setzen. Aber falls es verbogen sein sollte oder falls ihr es hier nicht mehr instand setzen könnt, bitte den Artikel austauschen, um zu verhindern, dass ihr irgendwie bei der Fahrt das Ding rausspringt. Im Rahmen des Dieseltechnik Quality Systems, kurz DTQS, prüfen wir die Komponenten des Fahrerhaus-Kippsystems natürlich auch auf Funktion. Dabei nutzen wir Drücke bis zu 500 Bar. Im Fahrzeug liegen ungefähr 420 Bar
an, je nach Fahrzeugvariante ein bisschen unterschiedlich. Wir nutzen aber 500 Bar, um halt auch Druckspitzen abzufangen und da auf Nummer sicher zu gehen. Sollte euch mal beim Kippen des Fahrerhauses eine Leitung platzen, ist es nicht so, dass das Fahrerhaus schlagartig zurückfällt, sondern es ist im Kippzylinder ein Rückschlagventil verbaut, das verhindert, dass das Fahrzeug runtergeht und bleibt in der Stellung stehen. Ihr könnt dann die Leitung erneuern. Wir haben zum Thema Fahrerhaus-Kippsystem schon ein Video gedreht und mit diesem würde ich mich auch gerne bei euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.